Herzlich willkommen auf dem Kanal Bodenfreiheit. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um den Minden Twingo und der wird zur Werkstatt gefahren, denn ich möchte erfahren, lohnt es sich tatsächlich, das Auto zu schlachten oder vielleicht werden wir es retten, je nachdem, wie der Rost ist, wie das einfach, also ich weiß, dass auf jeden Fall die Zylinderkopfdichtung, die ist ja kaputt, aber ist es nur das oder kann man den vielleicht retten? Ich meine, ich würde sie alle gerne retten, ne? Ich liebe Twingos über alles. Ich habe zwar schon einen Twingo, der ein bisschen Probleme macht, aber vielleicht, ich meine, das ist ein wunderbares Auto, wunderschönes Auto. Vielleicht könnte ich den ja als mein Alltagsauto nehmen. Mal schauen, wir werden es erfahren. Wir fahren jetzt zur Werkstatt. Viel Spaß beim Video. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall Spanngurte, denn das Auto ist ja leider nicht fahrtüchtig. Also das springt auch gar nicht an. Deswegen werden wir heute den Twingo transportieren auf dem Porsche. Wir haben schon den Anhänger angekurbelt, nehmen jetzt die Spanngurte und versuchen jetzt das Auto, zum Glück steht er so ein bisschen schief, irgendwie, dass er am besten zu diesen Rampen da. Das Highlight sind echt diese Sitze und die ganze Innenausstattung. Also sollte ich ihn schlachten, dann werde ich das hier alles zerlegen. Der Papa vom Lukas schiebt mich jetzt an. Bisschen. Okay, let's go. Let's go. So. Jetzt hatten wir richtig einen spannenden Tag bei der Porsche. Irgendwie die Batterie war leer. Ich hatte das versucht, mit so einem Powerstarter-Gerät zu starten, aber das ging nicht, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass der Porsche ein V8 ist und dass diese Powerbank gar nicht das schafft. Er fährt vor. Ich bin so froh, dass wir einen eigenen Anhänger mittlerweile haben. Ohne Witz. Oh ja, geschafft. Wir befestigen jetzt die Reifen. Ihr habt einmal solche zwei Schlaufen. Also ich musste mir das selber jetzt mal anschauen, wie man das macht. Dann einmal diesen ganz lange Schlaufe und einmal hier dranhängen, das ist wichtig. Und dann hier drüber und das über den Reifen und dann wieder zurück. Wasserkas, wir kommen! Das ist die schönste Werkstatt, die ich kenne. Wirklich. Das ist... Schaut es euch gerne mal an. Ich zeige es euch. Dann wollen wir mal. Wie löst man das jetzt? Ja, okay, habe ich. Ah ja, okay. Gut, super. Schaut euch mal die wunderschöne Werkstatt an. Also mega. Einfach schön, ordentlich, sauber. Hier fühlt man sich doch gleich wohl, oder? Und schaut mal, ich habe zwar keine Ahnung von Autos, aber dieses Gelb hier ist ja wohl mega, oder? Das ist ein richtig schöner Porsche mit so einer wundervollen Lederausstattung. Schaut richtig schick aus. Ja. So kann ich mir auch mal einen Twingo vorstellen in der Farbe. Hier mein Twingo. Ich glaube, das ist das günstigste Auto auf dem ganzen Hof, aber hat mindestens genauso Charme, oder? Sagt jetzt nichts anderes. Ursprünglich habe ich mir den Twingo gekauft als Schlachter, aber eventuell habe ich mich vielleicht zu sehr verguckt. Ich weiß es nicht. Ich möchte da auf jeden Fall mit einer Werkstatt abchecken, ob es sich lohnt, diesen Twingo zu schlachten. Denn vielleicht rette ich ihn ja auch. Kommt jetzt drauf an, auf den Zustand von unten, wie er mit dem Rost aussieht. Aber wenn der Zustand vielleicht gar nicht so verkehrt ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil das Auto stand ja irgendwie so 3 Jahre oder so einfach draußen. Vielleicht werde ich den retten und vielleicht wird das mein Alltagstwingo. Das Einzige, was mir nicht taugt, ist, dass er halt kein Faltdach hat, weil die Farbe finde ich mega. Die Innenausstattung ist wunderschön, also deswegen wollte ich hauptsächlich den Twingo. Ich zeige es euch mal. Da, diese Sitze.
Und falls ich ihn schlachte, nehme ich auf jeden Fall die Sitze und die ganzen gelben Knöpfe. Die finde ich auch richtig schick. Das ist ein richtig schönes Gelb. Genauso wie dieser Porsche hier. Ich kenne mich mit Fahrzeugen nicht aus, aber mir gefällt dieses Fahrzeug besonders gut. Ich finde diese Form so richtig schnittig. Schaut einfach so cool aus. Und wisst ihr was? In diesem Auto ist einfach, haltet euch fest, sieht man das? Telefon. Ich glaube, das müsste dann auch alt sein, das Auto, oder? Keine Ahnung, wie alt könnte das denn sein? Schaut aber richtig schön aus. Okay, dann schauen wir uns den mal an. Jo! Ist der Eich verrostet, oder? Ja, Rost haben wir auf jeden Fall deutlich Ja, zu gut, sehen. Ne? sehe Müssen wir ich, mal schauen, welcher Rost wichtig ist und welcher irrelevant. Aber Was das ist sehen wir jetzt gleich. das hier? Weil das ist jetzt hart verrostet. Ist das schlimm, oder? Ja, hier haben wir die Vorderachskörper. Und man sieht hier, wurde Ach, schon mal krass. an der Vorderachse was eingeschweißt. Aha, seht ihr das? Das sollte nicht normal, also ist nicht normal. Ich habe schon ewig keinen Twingo mehr angesehen, aber das denke ich ist nicht normal. Da wurde mal ein krass. Stückchen eingeschweißt und das ist aber komplett verboten. Also sollte nicht sein. Im Grunde genommen müsste man diesen Vorderachskörper austauschen. In dem Zuge haben wir wahrscheinlich bestimmt ein paar Probleme, weil hier einige Schrauben sind, die nicht mehr aufgehen werden und dann muss halt noch mehr getauscht werden. Oh Gott. Nee, also okay, das ist mir ein bisschen zu heikel. Eine Nummer zu krass. Viele Sachen sind auch einfach mal oberflächlich. Boah, ist das hart gerostet hier. Ja, wobei da haben wir jetzt eigentlich gar kein Problem. Also das ist wirklich nur, das sieht schlimmer aus, als es ist. Das wäre Okay. jetzt gar nicht so schlimm. Aber wenn die Bremse unten drunter noch okay ist, wovon ich aber nicht ausgehe, dann wäre dieser Rost gar nicht so dramatisch. Den könnte man lassen. Wir haben uralte Reifen, also die Reifen sollten auf jeden Fall getauscht werden. Bremse vorne ist sehr verrostet, sollte man definitiv neu machen. Antriebswellen sehen gut aus soweit. Ja, hier haben wir noch ein Stück von der Bremsladung, da muss man was machen. Die ist hier Okay, rostig. ja, ja. Aber sehe das ist ich. auch nicht so schlimm, das ist, Okay. kann man auch, könnte man retten. Aber was mich irgendwie stutzig macht, ist, wenn hier ja irgendwie geschweißt wurde. Wer gibt diesem Auto TÜV? Also wenn ich jetzt das wirklich mache, Ja, irgendjemand, der mal ein Auge zugedrückt hat. Also ganz klar, ein normaler TÜV-Prüfer, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dann sagt er, nee. ja, Also selbst das, ich sag mal, wenn man es richtig macht, dann kann man das schon vertuschen, ja, dass das nicht auffallen würde. Aber das ist nicht vertuscht, sondern es ist wirklich offensichtlich Ja. an der Achse eingeschweißt. ja. Ja, mir ist es zu heikel, auch wenn ich das Auto jetzt alles durchrepariere. Es ist an der Achse geschweißt und für mich, keine Ahnung, nee, das, ja. Wer sagt mir, dass das Auto dann wirklich auch dann TÜV bekommt? Das ist mir irgendwie zu heikel. Nee, okay, dann schauen wir mal noch den Rost sonst an, aber eigentlich habe ich für mich, glaube ich, schon die Entscheidung getroffen. Genau, ich Weil- will mit dem Schraubenzieher noch ein bisschen rumstochern, ob ich hier ein Loch finde. An den üblichen Stellen. Ja, ganz ehrlich, bevor ich mir noch mehr Arbeit hole, vielleicht, ja, schauen wir mal, wie es noch so aussieht. Also hier haben wir noch eine oh. sehr starke Durchrostung. Kotflügel kann ich meinen Hammer reinstecken. Das sollte definitiv nicht so sein, der Kotflügel muss getauscht werden. Krass, Komplett vergammelt. krass. Oh je. Okay, ja, Ja, nee. Also das ist schon echt heftig. Das ist einfach nur schwarz drinnen. Gut, passt. Wir lassen es so, wie es ist. Es bleibt ein Schlachter. Ich nehme die Innenausstattung, ich nehme die Sitze, vielleicht noch ein paar Teile und den Rest vernichte ich. Vielen Dank dir, Fabian, für diese kompetente Beratung. Kann man halt das mal wieder rausschieben irgendwie? Ja, Dann müssen wir wieder hochziehen. Das wird heute wieder schön, weil es ist richtig schön heiß. okay. Vielen Dank dir. Kein Check. Problem. Das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.